Haben die USA unter Donald Trump wirklich die Visabearbeitung für Menschen aus 75 Ländern komplett gestoppt? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du dir überlegst, in die USA auszuwandern, dann würde ich mich freuen, dich auf unserer Erlebnis- und Investorenreise nach Texas begrüßen zu dürfen. Ich bin ja selbst 2008 in die USA ausgewandert. Unser Office ist in Austin, Texas. Und im Rahmen dieser Reise werde ich dir eine Woche lang Texas und Austin zeigen. Und natürlich werden wir auch ein intensives Seminarprogramm haben, wo wir uns mit allen steuerlichen und rechtlichen Fragen rund um deine USA-Auswanderung befassen werden. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Dein Partner kann ohne Aufpreis dazukommen. Und das Beste ist, wir schenken dir die Gründung und Betreuung einer amerikanischen Gesellschaft im Wert von $3.500, wenn du an dieser Reise teilnimmst. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Du hast es vielleicht in den News gesehen. Hier zum Beispiel ein Artikel auf der Webseite des österreichischen Fernsehens ORF. USA setzen Visavergabe für 75 Länder aus, so heißt es da, vom 14. Januar 2026. Die USA verschärfen ihre Einwanderungspolitik unter Präsident Donald Trump weiter. Die USA stoppen die gesamte Visabearbeitung für 75 Länder, darunter Somalia, Russland und Iran, verkündete die Sprecherin des Weißen Hauses gestern auf der Plattform X. Die Regierung will damit nach eigenen Angaben die Einreise von Ausländern und Ausländerinnen verhindern, die Sozialhilfe und andere öffentliche Leistungen in Anspruch nehmen könnten. Die Bearbeitung der Visaanträge aus diesen Ländern solle so lange pausieren, bis das US-Außenministerium die Verfahren überarbeitet habe, teilte der Ministeriumssprecher mit. So, also erstmal natürlich klingt das ziemlich erschreckend und abartig streng. Wie kann es sein, dass eine Regierung einfach definiert, dass jetzt Menschen aus 75 Ländern nicht mehr in die USA einreisen können? Erstmal, welche Länder sind überhaupt betroffen und wie kann denn eine solche Maßnahme überhaupt gerechtfertigt werden? Wichtig aber natürlich ist, stimmt denn überhaupt, was der ORF hier schreibt und natürlich auch, was viele ausländische Medien verkünden? Stimmt es wirklich, dass die USA die Bearbeitung von Visa für Menschen aus 75 Ländern gestoppt haben? Dazu schauen wir uns doch einmal an, was das amerikanische Außenministerium dazu zu sagen hat. Hier die entsprechende Pressemitteilung, ebenfalls vom 14. Januar 2026. Und hier steht jetzt etwas völlig anderes. Hier steht nämlich nun Immigrant Visa Processing Update for Nationalities at High Risk of Public Benefits Usage. Also hier wird nämlich eine ganz wichtige Qualifizierung gemacht. Hier geht es um Immigrant Visa. Also tatsächlich bedeutet das, mal verkürzt gesagt, um amerikanische Green Cards. Es geht aber nicht um amerikanische Visa im Allgemeinen. Visa, die unsere Mandanten typischerweise beantragen, zum Beispiel das B1-Visum oder auch L1-Visum oder auch E2-Visum oder auch das E1-Visum. Die letzten drei, das sind ja Visa, mit denen du in die USA einreisen kannst und in den USA leben kannst. All diese Visa sind sogenannte Non-Immigrant Visa. Das heißt, sie sind nicht von dieser Regel betroffen. Betroffen sind also nur Immigrant Visa, mit denen du ein dauerhaftes Bleiberecht in den USA erhältst, so wie zum Beispiel eben die Green Card. Also hier eine sehr wichtige Qualifikation. Schauen wir uns zunächst mal an, welche Länder betroffen sind und dann überlegen wir uns mal, warum das amerikanische Außenministerium sowas beschließen würde. Welche Länder sind betroffen? Afghanistan, Albanien, Algerien, Antigua und Barbuda, Armenien, Aserbaidschan, Bahamas, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Burma, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kolumbien, Elfenbeinküste, Kuba, Kongo, Dominika, Ägypten, Eritrea, Äthiopien, Fiji, dann auch Länder wie Georgien, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Südsudan, Tansania, Thailand, Uganda, Uruguay, Usbekistan und Jemen. Also hauptsächlich Entwicklungsländer. Wenn du also Deutscher bist, wenn du Österreicher bist, wenn du Schweizer bist, bist du sowieso davon nicht betroffen. Scrollen wir ein bisschen runter. So, hier steht jetzt ja ganz klar die Frage, hier stehen jetzt FAQs, does this apply to tourist visas? No, this pause is specifically for immigrant visa applicants. Tourist visas are non-immigrant visas
und Nicht-Immigrant Visa, Non-Immigrant Visa, sind bekanntlich nicht davon betroffen. Also hier beweist sich wieder mal, wie unzuverlässig eigentlich hiesige Medien über diese Sachverhalte berichten. Du hast es ja gerade eben gesehen, jeder sauber arbeitende Journalist kann ja einfach die Seite des Außenministeriums ausmachen und kann daraus dann sehen, wie wenige Visa eigentlich überhaupt von diesem Verbot betroffen sind. Stattdessen sehen wir viele solche Artikel wie zum Beispiel den vom ORF, wo hier so getan wird, als würden grundsätzlich Visas für Personen aus 75 Ländern eingeschränkt werden oder nicht mehr bearbeitet werden. Und das ist eben schlicht und ergreifend unsauberer Journalismus. Oder man sollte eigentlich sagen, es ist ja nicht unsauber. Ich würde sagen, da werden mit Absicht die Fakten verdreht. Die Mainstream-Medien sind natürlich gegen Trump, sie sind gegen die USA. Und wenn man dann sensationslustig etwas publizieren kann, was der eigenen Agenda entspricht, dann tut man dies natürlich auch, anstatt sich wirklich hier um die Fakten zu bemühen und das Ganze etwas differenzierter zu sehen. Natürlich ist es rechtlich gesehen auch nicht so ganz einfach, diese Zusammenhänge zu verstehen. Das heißt, möglicherweise hat ja einfach der ORF oder entsprechende andere Organe Mitarbeiter, deren IQ nicht allzu hoch ist und die deswegen nicht in der Lage sind, hier korrekt Bericht zu erstatten. Aber das sagt ja dann auch viel für solche Medienbetriebe aus. So, jetzt natürlich die viel interessantere Frage, warum macht das amerikanische Außenministerium genau sowas? Warum beschränkt man sich auf Immigrant Visa? Warum sind Non-Immigrant Visa nicht eingeschlossen? Und warum tauchen manche Länder in diesen Listen auf, die eigentlich ja relativ unbescholten sind, so wie zum Beispiel St. Kitts and Nevis oder auch St. Lucia, winzige Inselnationen in der Karibik. Also die Begründung des Außenministeriums für die Maßnahme ist, dass man festgestellt hat, dass Einwanderer aus diesen Ländern überdurchschnittlich oft Sozialhilfe beantragen in den USA und dass man sich deswegen entschlossen hat, zunächst mal die Einwanderungsregeln für diese Nationalitäten zu ändern, beziehungsweise die Bearbeitung dieser Einwanderungsvisa zu pausieren, bis man die Gesetze entsprechend geändert hat. Ich gehe davon aus, dass es Gesetze sind rund um die Berechtigung, Sozialhilfe in den USA zu beziehen. Personen mit sogenannten Non-Immigrant Visa, darunter eben auch die meisten unserer Mandanten, also ich hatte schon angesprochen, E2-Visum, E1-Visum, L1-Visum, das sind ja normalerweise die Visa, die unsere Mandanten beantragen, sind sowieso nicht berechtigt, Sozialhilfe zu beantragen, also sind sie auch nicht von dieser Maßnahme betroffen. Interessant finde ich jetzt allerdings, dass in der Liste dieser 85 Länder erstaunlich viele Länder enthalten sind, bei denen man einen Pass kaufen kann. Unter anderem eben die beiden kleinen Inselnationen in der Karibik, die ich gerade eben genannt habe. Zum Beispiel St. Lucia, zum Beispiel St. Kitts and Nevis. Warum sind auch diese Länder in der Liste genannt? Ich meine, diese Länder sind so winzig, dass wahrscheinlich statistisch die Einwanderung aus diesen Ländern in die USA kaum ins Gewicht fällt. Und ich gehe davon aus, dass der Grund, warum diese Länder in der Liste enthalten sind, letztlich eine Bestrafung dieser Länder ist, weil sie zweite Staatsbürgerschaften per Investment ausgeben. Diese zweiten Staatsbürgerschaften per Investment sind ja von der US-Regierung überhaupt nicht gerne gesehen. Auch die deutsche Bundesregierung mag sie nicht, auch die EU mag sie nicht. Und die Amerikaner hassen es natürlich, dass sich amerikanische Staatsbürger, bei denen ja die Besteuerung von der Staatsbürgerschaft abhängt, von der amerikanischen Staatsbürgerschaft befreien können, diese ablegen können, indem sie ganz einfach einen Pass aus einem dieser Länder kaufen. So, und jetzt könnte ich ja sagen, ich lege die amerikanische Staatsbürgerschaft ab, damit entkomme ich der Besteuerung der Staatsbürgerschaft. Also die amerikanische Regierung will im Grunde versuchen, diese Länder zu diskreditieren. So, wenn du es als Amerikaner siehst, hoppla, das Land, wo ich eine Staatsbürgerschaft kaufen will, wo ich einen Pass kaufen will, die stehen ja hier auf der Liste der nicht gern gesehenen Länder in den USA, dann werde ich mir vielleicht zweimal überlegen, ob ich wirklich die amerikanische Staatsbürgerschaft aufgeben will, beziehungsweise sie eintauschen will gegen eine solche Inselstaatsbürgerschaft. Viele Amerikaner wollen ja weiterhin in die USA einreisen, wollen dort weiter Business machen und wenn sie jetzt sehen, dass es dort alle möglichen Visa-Einschränkungen gibt, dann zögern sie vielleicht damit. Aber die amerikanische Regierung denkt natürlich hier nicht nur an ehemalige Amerikaner. Sie denkt zum Beispiel auch an reiche Personen aus Entwicklungsländern, die sich solche Pässe kaufen, um dann damit vereinfacht in die USA einreisen zu können, beziehungsweise dann dort entsprechende Aufenthaltstitel erhalten zu können. Wenn jetzt auf einmal die Einreise und die Einwanderung über solche Pässe erschwert wird, dann macht es natürlich keinen Sinn mehr für jemanden zum Beispiel aus Pakistan oder aus Ägypten einen solchen Pass zu kaufen. Denn wie gesagt, möglicherweise kauft er sich ja genauso einen Pass, weil er sich erhofft, dass er es dann einfacher hat, in den USA vielleicht dorthin zu reisen, vielleicht dort zu leben. Und wie gesagt, selbst wenn jetzt diese neue Regelung, dieses neue Verbot nicht alle Arten von Visa
betrifft, gab es ja auch schon im Vorfeld andere Einschränkungen, mit denen jetzt Inhaber solcher Pässe zu kämpfen haben. So müssen sie jetzt zum Beispiel für die Erteilung eines ganz normalen US-Besuchervisums 15.000 US-Dollar als Kaution hinterlegen. Hier also nun eine weitere Maßnahme, um diese Pässe weiter zu schwächen. Und das sollte natürlich auch dann für dich möglicherweise ein Punkt sein, den du beachten solltest. Denn auch wir haben ja zum Beispiel durchaus Mandanten, die Pässe erwerben von St. Lucia, St. Kitts and Nevis, Antigua und Barbuda. Natürlich werden die meisten dieser Mandanten die deutschen Pässe weiterhin behalten. Aber natürlich macht man sich Worst-Case-Gedanken, gibt es gleich viele Szenarien, wo ich die deutsche Staatsbürgerschaft ablegen will. Und dann habe ich nur noch diesen einen Pass, kann ich den dann wirklich als vollwertigen Ersatz des deutschen Passes verwenden? Und wenn du dann eben nicht in die USA einreisen kannst, beziehungsweise nur unter erschwerten Bedingungen oder dort vielleicht nicht einwandern kannst, dann überlegst du es dir vielleicht zweimal, einen solchen Pass zu erwerben. Kurz gesagt, einer der Gründe, warum man solche Länder auf dieser Liste nennt und auch auf vorherigen Listen genannt hat, ist der Grund, dass man solchen Programmen das wirtschaftliche Wasser abgraben möchte und diese Staaten in Misskredit bringen möchte und sie diplomatisch isolieren will. So, das wären jetzt natürlich tatsächlich interessante Punkte, aber soweit bringen es natürlich die meisten Journalisten im hiesigen deutschen Sprachraum nicht. Das können sie nicht durchschauen und entsprechend lassen sie sich dann hinreißen, solche Propagandastücke zu schreiben wie das, was wir gerade vom ORF gelesen haben. Also zusammenfassend gesagt, als Deutscher, Österreicher und Schweizer hast du ohnehin kein Problem, ein Visum in den USA zu bekommen. Einwanderungsvisa oder Nicht-Einwanderungsvisum. Tatsächlich ist in der Tat so, dass amerikanische Visa momentan in Rekordzeit bearbeitet werden, inklusive Green Cards, inklusive E2-Visa. Die Bearbeitungszeit hat sich vielfach halbiert. Waren natürlich viele Gutgläubige, die vielleicht Interesse hatten, in die USA zu kommen, in den USA zu leben, sich von solchen dümmlichen Gefahren wie das vom ORF hier aus der Ruhe bringen zu lassen, aus dem Konzept bringen zu lassen und dann sagen, naja, dann will ich vielleicht lieber doch nicht in die USA einwandern. Es gab meiner Meinung nach in den letzten Jahren und Jahrzehnten keinen besseren Zeitpunkt, in die USA auszuwandern, wie den jetzigen. Wenn das dein Traum war, wenn du das gerne machen möchtest, wie gesagt, würde ich mich nicht in Unruhe versetzen lassen. Auch übrigens nicht durch das Getöse, das von Trump hier weltweit ausgelöst wird. Die USA sind ein Riesenland und das Leben dort vor Ort in den USA wird durch dieses Getöse ganz ehrlich kaum beeinflusst. Das heißt, auch hier würde ich sagen, bleib cool, schau es dir an, wenn es etwas für dich ist. Und dann überleg dir, ob du nicht jetzt dieses Vorhaben in die Tat umsetzen solltest. Ich hatte ja vor kurzem schon berichtet, dass zum Beispiel auch die Mieten, gerade wo wir sind in Austin, Texas, stark gefallen sind. Momentan auf ein Preisniveau von vor 2020. Also, wenn du clever bist, das ist hier wie beim Investieren, dann solltest du zuschlagen, wenn die Ratten das Schiff verlassen, wenn ich es mal so sagen darf. Wenn du in die USA möchtest, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt. In diesem Sinne, wenn auch du dich damit auseinandersetzt, in die USA auszuwandern, wenn du vielleicht sogar nach Texas willst, dann würde ich mich freuen, dich auf unserer Reise in Austin begrüßen zu dürfen. Ansonsten natürlich gerne auch ein Beratungsgespräch buchen. Details in der Beschreibung dieses Videos. Wie gesagt, ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Seitdem helfen wir deutschsprachigen Mandanten in den USA, Visa zu erhalten, Unternehmen zu gründen und wir kümmern uns auch um die laufenden steuerlichen Belange. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.